bin zuständig für die nicht deutsch sprechenden Länder. Also momentan haben wir 8 Länder, in denen wir den NR 1500 präsentieren werden. Das ist Deutschland, Österreich und dann 6 nicht deutsch sprechende Länder. Die Messe ist sehr gut gelaufen bis jetzt. Wir waren sehr, sehr beschäftigt auf der Messe. Wir hatten sehr gute Resonanz, sehr viele Interessenten. Wir haben auch sehr gutes Feedback von den Interessenten. Es gibt noch in der Branche noch keinen Roboter, der zugelassen für die gewerbliche Reinigung gibt, in diese große und in diesem Preisbereich. Also die Reinigungsindustrie ist sehr ähnlich, würde ich sagen, also zumindest in meiner Erfahrung bis jetzt. Allerdings kann man auch sagen, dass vielleicht die nördlichen Länder haben auch so mehr Affinität, einige Länder haben mehr Affinität für Robotik. Viele von diesen Ländern sind gut weit in der Digitalisierung, haben eine grüne Agenda und diese ganzen Eigenschaften sind auch vielleicht unterschiedlich mit anderen Ländern, aber in der Regel sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht so wie in den nördlichen Ländern, ist das etwas weniger, aber trotzdem, also die Herausforderungen von der Reinigungsfirmen ist genau gleich überall. Und deswegen, also obwohl vielleicht in der Geschwindigkeit die unterscheiden sich, am Ende des Tages alle werden auch mehr und mehr, haben wir das Gefühl, zur Robotik tendieren. Wir sind ein kleines Team innerhalb einer sehr großen Gruppe und wir werden auch die Distributoren brauchen, also die sind Experten in jedem Land, in jedem Bereich, die kennen das besser. Wir sind da, um den zu supporten. Wir haben auch 2 direkte Kanäle für Key Accounts, es gibt andere Bedürfnisse und es gibt auch der Online-Channel, also Online-Kanal, in dem die auch so vielleicht Kunden, die weniger Bedarf an Betreuung haben, also dadurch auch die Roboter auch kaufen können. Wir haben einen sehr attraktiven Distributor, kommerzielle Ansatz auch mit Distributoren zu arbeiten. Also wir werden die sehr unterstützen mit Trainings, mit Marketingmaterial. Unser Konzept in der After Sales ist auch sehr interessant. Wir sind sehr innovativ mit diesem Produkt. Ich glaube, dass Distributoren für uns sind eine Hilfe, weil wir können nicht die Märkte so betreuen, so nah, und wir werden die unterstützen genauso. Momentan nicht. Momentan sind die Unterschiede unter sich, unter jedem Land miteinander, aber nicht unbedingt. Von der Reinigungsfirma, ich glaube, die Herausforderungen sind ähnlich, würde ich sagen. Ja, also ich finde der Hub sehr interessant. Also der ist auf jeden Fall, wird auch die Profitabilität von dem Roboter erhöhen. Aber gleichzeitig bin ich auch ein Fan von Features wie zum Beispiel das Gewicht von dem Roboter, dass der auch so schnell zu entleeren ist, dass der zum Beispiel einen Griff hat. Also die Reinigungskraft kann auch sehr gut damit arbeiten. Der Roboter kommt auch sehr positiv insgesamt als Konzept, auch natürlich mit dem Hub zusammen, weil die Profitabilität wahrscheinlich sehr hoch sein wird. Die Reinigungsunternehmen werden auch die Fähigkeit damit auch besser planen zu können und damit also die Kunden auch zufriedenzustellen, und gleichzeitig die Reinigungskraft werden auch den Jobprofil erhöhen gleichzeitig. Nexaro. Secure your success.